Hallo allerseits und willkommen zum Kanalupdate für November und Dezember 2021, dem letzten Update für dieses Jahr schon wieder. Meine Güte, die Zeit vergeht so schnell, man kommt kaum hinterher und das trotz Pandemie, wo ja eigentlich nicht so viel passiert, wo man doch einige Aktivitäten und Veranstaltungen irgendwie sausen lassen muss. Ja, aber so ist es eben. Ich hoffe jedenfalls, dass ihr die Weihnachtstage gut überstanden habt und euch auch reich beschenken habt lassen. Ich denke, Weihnachten oder die Weihnachtszeit im Allgemeinen ist immer eine gute Zeit für einen Modellbau. Da hat man einfach ein bisschen mehr Ruhe und Muße, so geht es mir zumindest immer, zwischen den ganzen fetten Mälern und so weiter, sich auch mal hier an die Werkbank zu bewegen und mal ein bisschen was zu bauen. Kann ja auch ganz entspannend sein. Und man muss ja nicht ganze Zeit neben seinen Verwandten sitzen. Trotz Corona-Pandemie sind mir Anfang Dezember noch 2 Highlights gelungen. Da bin ich auch ganz froh drüber, dass das Jahr nochmal so einen gewissermaßen spannenden Abschluss gefunden hat. Und zwar war ich zum einen im Panzermuseum in Munster wieder mal. Da war ich schon öfter, aber das Museum ist ja wirklich sehr interessant und da lohnt sich ja auch wirklich ein regelmäßiger Besuch, zumal ja auch die Ausstellung ein bisschen neu arrangiert wurde. Der konkrete Anlass dafür war mein Freund der Bruce aus Kanada. Der war zufällig aus beruflichen Gründen für ein paar Tage in Deutschland und hatte noch ein paar Tage frei. Und der hatte den Wunsch, mal in das Panzermuseum zu fahren und sich das näher anzuschauen. Und da habe ich mich dann bereit erklärt, das Ganze zu organisieren und ihn abzuholen und dann mit ihm eben das Museum anzugucken. Der Bruce hat auch einen Kanal hier auf YouTube, nennt sich Bruce the Model Noob, kann ich sehr empfehlen, weil es einfach sehr technisch ist auch, also gerade wenn man sich vielleicht für die Farbgebung von deutschen Panzerfahrzeugen im Zweiten Weltkrieg interessiert, gibt es da wirklich sehr viel Interessantes zu sehen beim Bruce. Ja, das war auf jeden Fall ein sehr schöner Ausflug und wir haben uns auch wirklich gut amüsiert. Die Fahrzeuge konnten wir auch etwas näher unter die Lupe nehmen, wie das sonst vielleicht auch üblich ist. Ja, und ich werde darüber auch ein Video für euch machen, beziehungsweise das Video ist schon fertig. Meine Unterstützer auf Patreon haben es schon gesehen. Das Video wird dann so in den nächsten Wochen auf euch zukommen. Auf dem Rückweg von Munster gab es dann das zweite Highlight für mich. Und zwar habe ich da das antike Schlachtfeld am Harzhorn erkundet. Das war ganz interessant. Liegt ja auch direkt neben der Autobahn, also da war jetzt auch kein großer Umweg notwendig. Ja, und das möchte ich auch in dem Video für euch dokumentieren. Ist aber ein bisschen schwierig, da muss ich so ein bisschen meine Fähigkeiten bei der Bildbearbeitung aufpolieren, damit ich dann auch das Ganze so zeigen kann, wie ich mir das vorstelle. Ist ein bisschen kompliziert und wird auch noch einige Zeit dauern, weil das doch recht aufwendig ist, was ich da vorhabe. Aber lasst euch einfach mal überraschen, was das wird. Ein weiterer Knaller war wieder mal die Videomodel Show. Da habe ich ja mit der Mithilfe zahlreicher Unterstützer wieder eine sehr interessante und abwechslungsreiche digitale virtuelle Modellbauausstellung zusammengestellt für euch. Das kam wieder mal sehr gut an und da bin ich wirklich sehr froh drüber, dass es auch wirklich so eine Aufmerksamkeit und Unterstützung bekommt, weil ohne die Beiträge gäbe es natürlich auch keine virtuelle Ausstellung. Deshalb vielen Dank an alle, die mitgemacht haben und auch in Zukunft mitmachen werden, denn ich werde ja auch nächstes Jahr wieder so eine virtuelle Ausstellung für euch anbieten und da bin ich schon ganz gespannt, wie das dann laufen wird. Wo wir schon gerade von den Unterstützern reden, mich haben in den letzten Wochen auch wieder zahlreiche Spenden erreicht, zum einen fürs Ferienprogramm, aber auch ein paar Spenden für mich persönlich. Das möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Wirklich wieder sehr reichhaltige Spenden. Und die meisten Spender sind ja auch schon bekannte Namen. Der Carsten zum Beispiel ist ja wirklich ein großer Unterstützer, was Bausätze und Bücher angeht. Da ist er immer ganz vorne dabei. Vielen Dank, Carsten. Finde ich echt prima. Auch der Patrick hat sehr viel gespendet in den letzten Monaten, immer wieder große Spenden getätigt fürs Ferienprogramm. Finde ich auch super. Solche Mengen an Bausätze, die könnte man ja auch eventuell vielleicht verkaufen auf eBay oder so, aber er gibt es einfach weiter für einen guten Zweck und das ist wirklich
ja, unser aller Anerkennung würdig und wert. Ja, auch der Ralf spendet regelmäßig, finde ich auch prima, und ihr legt ja auch immer noch ein bisschen Werkzeug bei, finde ich auch super, können wir auch immer brauchen. Ja, und dann noch ein neuer Spender, der Thomas, auch der hat sein Depot ein bisschen aussortiert und ein paar Bausätze locker gemacht. Manche davon sind schon angefangen oder ausgepackt. Das ist fürs Ferienprogramm, für den Zweck an sich völlig unerheblich. Also kann man alles gebrauchen, und die Kinder, die bauen das zusammen so oder so und haben ihre Freude dran. Ich habe mich dieses Jahr auch dazu entschlossen, keine Weihnachtsaktion zu machen, also den Kindern und Jugendlichen die Bausätze vorbeizubringen und sie eben so zu beschenken an Weihnachten. Das hat mehrere Gründe. Der Hauptgrund ist der, ich möchte mich da einfach nicht zu arg aufdrängen. Ja, das sind alles so, ich sag mal, Teenager, und ich weiß selber, dass da in dem Alter die Interessen sehr schnell wechseln können, und da ist jetzt schon ein Jahr dazwischen seit der letzten Aktion, beziehungsweise 2 Jahre seit dem letzten Workshop. Ja, und da kann es vielleicht sein, dass Modellbausätze schon wieder komplett langweilig und out sind, und ja, da möchte ich einfach keinem was aufdrängen. Und ja, ich weiß, die Aktion letztes Jahr hat sehr viele Leute berührt, und mir hat es ja auch Spaß gemacht, aber wie gesagt, ich möchte es nicht übertreiben oder mich aufdrängen. Wie dem auch sei, ich hoffe, dass der Ferienworkshop wieder ganz normal stattfinden kann, früher oder später, vielleicht ja nächstes Jahr schon. Und dank eurer zahlreichen und großzügigen Spenden habe ich ja wirklich ein prall gefülltes Lager dafür und könnte da viele Kinder und Jugendliche mit Bausätzen versorgen. Deshalb vielen Dank für eure tollen Spenden. Nun zu den Spenden, die für mich persönlich gedacht sind. Das sind 2 Stück an der Zahl. Die erste Spende kam vom Daniel. Der hat auch schon in früheren Jahren das Ferienprogramm unterstützt. Jetzt bekomme ich mal was. Und zwar hier dieser wunderschöne Panther G von Dragon. Toller Bausatz aus der guten alten Zeit von Dragon sozusagen, wo die ganzen Goodies dabei sind und halt auch keine Gummiketten und so weiter. Ist, glaube ich, auch ein relativ seltener Bausatz mittlerweile, und das macht das Ganze natürlich noch interessanter. Deswegen vielen Dank, Daniel, für deine tolle Spende. Kann ich auf jeden Fall gut brauchen. So ein Panther ist auch interessant. Sollte ich mal wieder bauen. In den letzten Jahren habe ich mich doch eher auf exotische Fahrzeuge verlegt oder Fahrzeuge aus den frühen Kriegsjahren. Aber vielleicht wäre mal wieder so eine große Raubkatze ganz interessant. Und die zweite Spende kommt vom Rainer. Der hat mir hier eine sehr interessante Foto-CD zukommen lassen von Mediaversand Selzle aus München. Ist, glaube ich, dem einen oder anderen auch bekannt. Da sind mehrere tausend Fotos aus dem Zweiten Weltkrieg drauf, die normalerweise ja, aus Privatbesitz kommen und deshalb jetzt in anderen Publikationen so nicht zu finden sind. Sehr interessant, ich habe schon ein bisschen durchgeguckt. Da ist auch auf jeden Fall viel dabei an Inspiration und Ideen für zukünftige Projekte. Kann ich immer brauchen. Deshalb vielen Dank, Rainer, finde ich spitze. Und ich hoffe, wir treffen uns mal, dann kann ich dich auf ein Bier einladen oder so. Darüber hinaus habe ich auch wieder von 2 Modellbauherstellern Zuwendungen bekommen. Das erste kam von Gero Design, ist ja eine bekannte Marke hier auf meinem Kanal, mit denen arbeite ich schon länger zusammen und habe ja schon diverse Produkte von ihnen bei diversen Projekten verwenden können. Und die haben mir wieder eine Auswahl ihrer Neuheiten zugesendet. Zum Beispiel hier so ein Gebäudebausatz von einem Bauernhof, aber auch diverse Gebäudeteile wie Fensterrahmen und Ziegelsteine, Pflastersteine und so weiter. Und was ich besonders interessant finde, einige 3D gedruckte Zubehörteile. Das ist auch ein neues Gebiet, wusste ich nicht, dass das Gero Design jetzt auch anbietet, aber ist ja eigentlich nur konsequent und irgendwie ja auch eine gegenwärtig moderne Fertigungsmethode. Finde ich auf jeden Fall ganz spannend, und da werde ich auch das eine oder andere für euch demnächst mal in dem Video näher zeigen. Die zweite Firma ist Model Creator. Das ist was ganz Neues und ein ziemlich heißes Eisen, würde ich mal sagen. Die haben mir einige Prototypen ihrer 3D gedruckten Figuren zugesendet.
Finde ich ganz spannend, weil das sind nämlich Figuren, die Soldaten der Rhodesian Light Infantry darstellen. Das ist natürlich ein Thema, was mich brennend interessiert und wofür es auch bisher kaum Figuren gibt. Model Creator ist jetzt noch in der Entstehungsphase, deswegen gibt es da jetzt noch nicht so viel zu sagen oder zu zeigen. Das Ganze ist ein Crowdfunding-Projekt und die wollen eben eine Software entwickeln, die es eben dem geneigten Modellbauer eben ermöglicht, diese hinterlegten 3D-Modelle von Figuren, die sie eben haben, eben frei zu positionieren. Also praktisch die Posen sind komplett frei wählbar am Ende, wie man das eben haben will. Man kann die Figuren dann auch ausstatten, wie man will, mit Ausrüstung, Waffen, Uniformen, wie auch immer, was man eben braucht. Und denen ihr Ziel ist es eben, Themen zu bedienen, die eben nicht so gängig sind. Also mehr so Nischen-Themen eben. Das finde ich ganz interessant, gerade jetzt, wenn es um Rhodesien geht eben, aber die werden mit Sicherheit auch andere Sachen machen, zum Beispiel aus dem Jugoslawienkrieg. Aber natürlich auch der Zweite Weltkrieg wird eine Rolle spielen, weil das natürlich, sage ich mal, die größte Kundengruppe ist potenziell. Das ist auf jeden Fall eine sehr originelle und interessante Idee. Finde ich sehr spannend, da auch mitwirken zu dürfen. Was ihr hier seht, das sind so einige Testdrucke, die mich da jetzt bisher erreicht haben. Da sind wir noch dabei, das entsprechend eben anzupassen, dass das Ganze dann eben auch marktfähig werden kann. Ja, und sobald es da mehr zu sehen gibt davon, werde ich da natürlich auch ein längeres und detaillierteres Video drüber machen, damit ihr da voll informiert seid. Und wenn es euch jetzt schon interessiert, dann schaut einfach mal auf ihrer Homepage vorbei, der Link ist in der Videobeschreibung. Schauen wir uns jetzt an, was ich seit dem letzten Update fertiggestellt habe. Da ist es mir gelungen, hier dieses eine Diorama fertig zu bekommen mit dem Panzer IV F2 bzw. G von Border Model im Maßstab 1:35. Da habt ihr im vorherigen Update nur den Rohbau gesehen und jetzt in der Zwischenzeit habe ich das Ganze fertig lackiert und gealtert. Als erstes habe ich mich ums Fahrwerk gekümmert. Das wollte ich an den unebenen Untergrund anpassen des Dioramas. Die Rollwegen waren bis dahin ja noch beweglich gehalten. Die habe ich festgeklebt und auch die Laufrollen provisorisch angeklebt mit Holzleim. Ja, und dann eben das Modell so positioniert, wie ich das haben wollte, ein bisschen beschwert und dann eben so trocknen lassen. Und so ergibt sich dann eben so das gewisse Profil eben von dem Fahrwerk, dass es eben zum Untergrund passt. Das hat dann auch bedeutet, dass ich die Segmentketten des Bausatzes nicht mehr verwenden konnte und habe dann dafür mir eben schon die Magic Tracks von Dragon bereitgelegt gehabt. Die habe ich dann eben zusammengeklebt zu einem Strang und dann eben aufs Fahrwerk aufgezogen, die Durchhänge erzeugt mit den Ohrenstäbchen, die ich da immer so zwischen reinstecke und dann eben so trocknen lassen. Ja, und dann kann man das am Ende wieder am Stück abziehen, Räder abnehmen, Turm abnehmen und dann ist auch schon alles bereit für die Lackierung. Dazu habe ich erstmal alles schwarz grundiert, damit da auch nichts mehr durchscheint. Und dann kam als eigentlicher Farbauftrag von Revell Matt 78 Panzergrau, was ich dann an einigen Stellen auch mit Matt 79 Blaugrau ein bisschen aufgehellt habe. Macht einfach einen schönen Effekt. Ja, und dann kamen auch schon die Abziehbilder drauf. Die kamen mehrheitlich aus der Reste-Kiste, weil einfach diese Fahrzeuge der Großdeutschland-Division sehr spezifische Markierungen hatten. Ja, habe ich mir dann eben so aus diversen Resten so zusammengesucht. Erst dann kam das Tarnschema drauf. Der Sinn war der, dass das Ganze einfach so ein bisschen improvisiert aussieht und eben die Tarnstreifen um die Markierungen herumführen und nicht dahinter. Ja, deswegen habe ich das in der Reihenfolge gemacht. Und die Farbe ist von AK Interactive RAL 8000 gelbbraun. Hatte ich so zur Hand und das wurde mir auch empfohlen als passender Farbton für diesen Zeitraum. Denn die Fahrzeuge in Südrussland waren oft eben abgetarnt mit diesen Tropenfarbtönen. Ja, das Tarnschema habe ich freihand aufgesprüht mit der Airbrush, musste aber feststellen, dass diese AK-Farben kein schönes Spritzbild haben. Kann aber auch daran liegen, dass ich die Revell-Farben so arg gewöhnt bin. Ja, jedenfalls waren da sehr viele störende Sprenkler dazwischen.
Ja, weiß nicht genau, woran es liegt, ob es an mir liegt oder ob es an den Farben liegt. Vielleicht muss man da auch spezielle Verdünner nehmen oder Flow Improver und so weiter. Da kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen. Ja, in dem Fall war es nicht schlimm, weil das ja sowieso ein bisschen improvisiert aussehen sollte. Aber wenn ich da jetzt was Feineres lackieren will, wäre es ein bisschen schwierig. Also mit den Farben muss ich noch ein bisschen warm werden, glaube ich. Danach habe ich noch die Details bemalt, also Werkzeuge, Laufrollen und so weiter und so fort. Und dann auch schon begonnen, das Modell zu altern. Da kam zuerst ein Ölfarbenwash drauf, dann Lackschäden, die habe ich aufgetupft, mehrheitlich, mit einem Schaumstoff und einfach dunkelgrauer Farbe. Teilweise auch mit dem Pinsel ein bisschen verfeinert das Ganze, aber im Grunde genommen war das ganz grobschlächtig. Ja, und dann habe ich an der Stelle auch noch das Fliegersichttuch angeklebt. Das kommt von Gero Design, ist auf echten Stoff gedruckt und kann man einfach ausschneiden und dann eben entsprechend positionieren. Also ich habe es jetzt so gemacht, ich habe die Flagge mit Klarlack getränkt und dann wird die so ein bisschen weich und formbar und ich habe es dann eben auch so positioniert, dass es dann auch rein rechtlich keine Probleme geben sollte. Ja, dann ging es weiter mit den Staub- und Schlammeffekten, um die Alterung vollends abzuschließen. Dafür habe ich wieder fein gesiebte Erde aus dem Garten verwendet, schön trocken und fein gesiebt und das Ganze dann mit Wasser, Holzleim und Spüli vermischt, damit da eben so ein Staub-Dreck-Wash entsteht und damit habe ich das Modell eben von oben bis unten eingesaut. Wobei ich eben am Fahrwerk eine etwas dickere Mischung verwendet habe, damit da eben etwas größere Klumpen eben entstehen. Da habe ich dann auch noch einige Grasbüschel eingearbeitet. Ich finde, das sieht ganz interessant aus und ergibt ja auch Sinn. Der Panzer soll ja schon wochenlang durch die Steppen Südrusslands gerollt sein und da bleibt so allerhand Gras eben hängen am Fahrwerk. Damit war der Panzer erledigt und es ging weiter mit dem Dioramensockel. Da habe ich erst die Schienen und das Gleisbett lackiert mit der Airbrush mit verschiedenen Brauntönen hauptsächlich. Dann kam auch jede Menge Washes drüber, Acryl- und Ölwashes, je nachdem, damit es einfach ein bisschen Tiefe bekommt und einfach so verwittert aussieht. Zur Darstellung des Bodens habe ich wieder die Erde-Wasser-Holzleim-Mischung verwendet, nur eben wesentlich dicker, damit es eben auch deckt und nicht wegfließt. Und damit habe ich eben die Flächen rund um die Eisenbahngleise und die Ränder eben eingestrichen und dann, während die Masse noch feucht war, diverse Grasbüschel eingearbeitet. Da habe ich sehr viel verschiedene verwendet, von Noch, Vallejo, Fredericus Rex, Mini Natur, noch ein paar andere querbeet, möglichst viel verschiedene eben, um eben so eine realistische Optik zu bekommen mit unterschiedlichen Wuchshöhen. Der Nachteil an der Sache war natürlich, dass diese ganzen Hersteller sich in der Optik ein bisschen unterscheiden. Deswegen habe ich dann, als das alles trocken war, mit der Airbrush das Ganze noch ein bisschen farblich angeglichen. Da habe ich einfach mit Matt 88 Ocker das Ganze so leicht übernebelt, damit sich das farblich so ein bisschen angleicht und eben auch wieder so die etwas trockene Optik bekommt von dem Steppengras eben. Zu guter Letzt habe ich dann die Figuren bemalt. Das war ziemlich zeitraubend und mühsam. 8 Figuren zu bemalen ist doch eine ziemliche Herausforderung, zumal ich ja da nicht eine nach der anderen mache, sondern alle gleichzeitig. Also ich mache praktisch eine Farbdose auf, mal damit alles, was zu malen gibt und dann geht es eben weiter. Und bei 8 Figuren ist es dann doch etwas mühsam, aber so ist es eben. Ich finde, die Szene ist am Ende doch ganz interessant geworden, berührt den einen oder anderen vielleicht auch, weil es doch ein bisschen was Tragisches ist. Ja, mir gefällt es gut, es muss ja nicht immer irgendeine Lanze-Idylle sein, sondern Krieg an sich ist ja doch meistens eine eher traurige Angelegenheit. Schauen wir uns jetzt an, welche Projekte ich in Arbeit habe. Hier das allseits bekannte T34 und Stuck 3 Diorama, für das ich ja auch einen Baubericht mache. Da bin ich nicht weiter vorwärts gekommen.
war aber auch nicht meine Absicht. Ich hatte im vorherigen Update angedeutet, dass ich vielleicht nur für das Motorrad ein einzelnes Video mache, wie ich das lackiere und alter, aber davon habe ich Abstand genommen. Ich möchte das Ganze eben ja so in der Reihenfolge zu Ende machen, wie ich es mir am Anfang eben überlegt habe. Und deswegen wird das Ganze dann zusammen mit der Figurenbemalung gezeigt werden. Ich habe jetzt noch ein anderes Projekt in der Mache, was ich fertigstellen möchte, und im Anschluss daran werde ich mich dann um die Bemalung der Figuren kümmern. 12 Stück an der Zahl. Ihr habt es ja gerade eben schon gehört, wie sehr ich mich gefreut habe, 8 Figuren bemalen zu müssen. Ja, ich denke, das werde ich mir hier ein bisschen einteilen und portionieren. Ja, das möchte ich mir jetzt so vornehmen im Dezember und im Januar, bis ich dann das Video dafür vollends editiert habe und ja, für euch bereit habe. Das wird dann auch noch mal ein bisschen dauern, weil es ja dann doch immer ein ziemlicher Datenwust ist, den man dann da bearbeiten muss. Aber so ist es eben. Ich hoffe, ihr habt Geduld dafür, weil ich brauche ja auch Geduld, um das zu machen. Ja, und ich denke, im Laufe des nächsten Jahres wird es auf jeden Fall fertig. Auch mit dem K5W Eisenbahngeschütz von Dragon im Maßstab 1:35 bin ich nicht vorangekommen. Da habt ihr aber jetzt unlängst schon das vorläufig letzte Update dazu gesehen, mit dem Vergleich zwischen dem Dragon und dem Trumpeter Bausatz, den ich zusammen eben mit Felis Barcelonensis durchgeführt habe. Ich denke, das war auf jeden Fall für alle interessant und gewissermaßen auch so ein vorläufiger Abschluss. Natürlich werde ich aber dieses Projekt auch weiterhin für euch dokumentieren, mit so kurzen Updates eben zwischendurch, wenn es dann auch was zum Zeigen gibt. Ich denke, das ist auf jeden Fall interessant für den einen oder anderen. Und zu guter Letzt habe ich noch den 40M Nimrod von Hobbyboss für euch. Da habt ihr im vorherigen Update den Rohbau des Modells gesehen, und in der Zwischenzeit habe ich das Modell auch schon mal lackiert und einen Dioramensockel dafür gebaut. Das Diorama besteht wie sonst auch aus einer rechteckigen Holzplatte. Da habe ich obendrauf mehrere dünne Styroporplatten geklebt in derselben Größe und es dann eben außen mit Balsaholzplatten verkleidet. Und als es dann trocken war, habe ich die Ecken sauber zugeschliffen und eben die Geländekontur eben so rausgeschnitten mit dem Messer. Damit das Styropor dann eine harte und griffige Unterlage bildet, habe ich das Ganze dann mit Mörtel bestrichen, nur eine dünne Schicht, das sollte reichen, und dann obendrauf noch mehrere dünne Schichten Modelliermasse von Stettler drauf gestrichen. Kann man dann auch gut verwenden, um eben das Gelände noch ein bisschen feiner auszuformen, wie man das eben haben möchte, um eben dann den entsprechenden Detailgrad zu bekommen. Anschließend gab es dann so ein bisschen ein Hin und Her, wie ich dann weitermachen wollte mit dem Diorama. Erst hatte ich vor, hier einen Baum zu platzieren, war mir dann aber nicht ganz sicher, welche Jahreszeit ich dann darstellen wollte. Ja, das ganze Hickhack habe ich dann dadurch gelöst, dass ich gesagt habe, gut, es wird eine Winterszene und es kommt einfach gar kein Baum drauf. Dann muss man sich darüber schon mal nicht mehr den Kopf zerbrechen. Und statt dem Baum habe ich dann hier so ein orthodoxes Wegekreuz selber gebaut aus Balsaholz und dann eben hier so eingeklebt. Die Szene soll im November 1942 spielen, an der Flanke von Stalingrad. Der Schnee ist schon gefallen, aber die sowjetische Gegenoffensive ist noch nicht angelaufen. Deswegen ist es noch eine relativ ruhige, friedliche Szene. Ich werde jetzt hier dann als nächstes das weiter lackieren, das Wegekreuz und auch hier diese diversen Büschel, die ich schon eingearbeitet habe, die dann eben später durch den Schnee so rausgucken sollen. Habe ich jetzt dieses Mal so rumgemacht. Normalerweise würde ich einfach mein Schneematerial auftragen und dann eben Gräser und so weiter reinstecken. Aber hier habe ich mir mal gedacht, ich mache es andersrum, damit es vielleicht ein bisschen stabiler ist. Ja, schauen wir mal, wie es funktioniert. Genauso wie das Diorama sind auch die Figuren im Moment nur grundiert. Ich habe mich stattdessen einfach auf das Fahrzeug konzentriert vorläufig. Das ist jetzt soweit schon mal fertig lackiert und auch schon bereit für die Alterung. Wie immer habe ich das Modell erstmal in ein paar handliche Komponenten zerlegt und dann schwarz grundiert, damit es einfach ein bisschen einheitlich ist. Und dann
wollte ich eigentlich diese ungarische Dreifarbtarnung mit einem Farbset von Hataka erzeugen. Das Farbset habe ich mir schon vor einem Jahr oder 2 Jahren gekauft, stand ungeöffnet herum und jetzt musste ich leider feststellen, dass die Farben schon komplett im Eimer waren, also nicht mehr gebrauchsfähig. Das finde ich doch ein bisschen ärgerlich. Ich habe diverse andere Acrylfarben von anderen Herstellern, die auf jeden Fall wesentlich besser halten. Die trocknen eigentlich nur selten ein und wenn dann nach vielen Jahren. Aber die sind ja ungeöffnet gewesen und gehen einfach so kaputt. Naja, vielleicht habe ich auch was falsch gemacht, weiß ich nicht. Aber ja, von meiner Seite aus würde ich mal sagen, diese Hataka Acrylfarben sind definitiv nicht empfehlenswert und ich werde mir jetzt auch auf jeden Fall in absehbarer Zeit keine mehr holen. Gut, als Modellbauer weiß man sich ja zu helfen und so habe ich dann eben die entsprechenden Farbtöne mir selber zurechtgemischt aus den Revell Acrylfarben. Die genauen Farbtöne oder Farbmischungen kann ich jetzt so nicht wiedergeben. Ich mache das einfach immer nach Gefühl und wenn es richtig aussieht, dann ist es meistens auch richtig und sprühe das dann eben drauf. Die Grundfarbe ist dieses Dunkelgrün. Damit wurde auch in weiten Teilen der Innenraum des Turms lackiert. Dann kam außen so ein sandgelber Farbton drauf und dann noch so braune Tannflecken. Ja, habe ich mir ziemlich viel Mühe gegeben, hätte ich aber vielleicht nicht tun brauchen, nachdem ich ja sowieso vorhatte, dass das Fahrzeug eben eine Wintertarnung bekommt. Aber ich dachte mir, mach's lieber gescheit, dann schaut es vielleicht am Ende noch mal ein bisschen besser aus. Die Abziehbilder waren auch eine interessante Sache. Die dem Bausatz beiliegenden Abziehbilder sind nämlich falsch. Da haben sie die Farben vertauscht. Da ist das Kreuz rot und die Flächen außen grün. Das ist falsch. Richtig ist, dass das Kreuz grün ist und die Flächen rot. Und so muss ich mir hier wieder mal ein bisschen behelfen mit restlichen Abziehbildern, die ich immer aufhebe. Da sieht man immer, wofür es gut ist. Ja. Heißt also, ich konnte nur die Nummernschilder verwenden für das Modell. Im Übrigen habe ich die Oberfläche für die Abziehbilder nicht mit einem Klarlack vorbehandelt, sondern ich habe stattdessen einfach die Bereiche, wo ein Abziehbild später ran soll, mit einem 2500er Schleifschwamm geglättet. Das funktioniert genauso, also man braucht da nicht unbedingt einen Klarlack. Nun konnte es an die Wintertarnung gehen. Dafür habe ich wieder mal Humbrol Mascol verwendet, was ich mit einem Schaumstoff aufgetupft habe. Das ist so eine Abdeckmasse, die man wieder runterkratzen kann und dadurch lassen sich ziemlich überzeugende Lackschäden erzeugen. Und ich wollte das eben als Basis verwenden für eine verwitterte Wintertarnung. Als weißen Farbton für die Wintertarnung habe ich dann von AK Interactive das Washable White verwendet. Die Farbe soll angeblich auch im getrockneten Zustand noch von Wasser angelöst werden können und so könnte man theoretisch dann so eine verwitterte Wintertarnung erzeugen, wenn man dann mit dem Pinsel dann eben das so ein bisschen auswäscht. Soweit die Theorie. Leider hat das überhaupt nicht funktioniert, denn diese weiße Farbe ließ sich nicht mehr ablösen, also mit gar nichts. Ich habe dann als nächsten Schritt den Airbrush Reiniger von AK probiert. Der macht die Revell Acrylfarben relativ gut platt. Ja, hatte keinen Effekt. Als nächstes habe ich dann Brennspiritus verwendet. Das hatte dann den Effekt, dass die Revell Acrylfarben unten drunter sich angelöst haben, aber nicht die weiße Farbe. Also ich weiß nicht, was da los ist, aber dieses Washable White von AK Interactive ist ziemlich toughes Zeug. Also ja, ging mein Plan so ein bisschen nach hinten los. Ich habe mich dann folgendermaßen aus der Patsche gezogen. Ich habe eine 50-50 Mischung aus Airbrush Reiniger und Brennspiritus angesetzt und damit die Oberflächen mehr oder weniger getränkt, einwirken lassen und dann eben mehr oder weniger gewalttätig mit Pinseln und Q-Tips eben die Oberfläche so gebürstet. Und das hat dann stellenweise den gewünschten Effekt gehabt. Allerdings jetzt nicht so in dem Umfang, wie ich es mir gewünscht hätte. Ja, aber so ist es eben.
muss man einfach akzeptieren. Wenigstens kommt die weiße Farbe nicht mehr vom Modell runter. Also das ist da auch schon mal eine Erkenntnis. Wenn es jetzt dann an die Alterung geht, sollte da eigentlich nichts passieren. Naja, ist halt ein bisschen ärgerlich, aber vielleicht bin ich auch einfach nur zu dumm für die Anwendung. Vielleicht habt ihr ja da irgendwelche Erfahrungswerte mit diesem Washable White von AK Interactive. Also bei mir hat das überhaupt nicht funktioniert. Alles klar, dann schauen wir uns jetzt an, welche Bausätze ich mir zugelegt habe seit dem letzten Update. Ja, wie ihr sehen konntet, war da wieder allerlei Interessantes dabei. Viele Figuren, aber auch ein paar Fahrzeugbausätze und Dioramenzubehör, also eigentlich alles, was das Herz begehrt. Ich habe da zum Beispiel ein paar Figuren gekauft von römischen Legionären, die von der Periode her sehr gut zur Schlacht am Harzhorn passen, wo ich ja dann auch das Video drüber machen möchte, über das Schlachtfeld, was ich ja schon eingangs erwähnt habe. Finde ich einfach ein sehr interessantes Thema und mich damit dann auch modellbauerisch zu befassen, kann ja auch nur spannend sein. Ja, und darüber hinaus noch ein paar Flugzeuge. Die HS 129 ist eines meiner Lieblingsflugzeuge und da habe ich mir eben mal diesen Hammerbausatz von Tsukaimura gegönnt. Musste einfach mal sein. Ja, ein Lieblingsflugzeug verdient es dann auch, dass man es im großen Maßstab 1:32 baut. Also ihr könnt euch in den nächsten Wochen auf zahlreiche Videos und Beiträge freuen. Jetzt sehr bald nach diesem Video werde ich schon meinen Jahresrückblick posten. Wieder so ein kleines Video, wo eben alle Modelle und Ereignisse so zusammengefasst sind, so als kleiner Jahresabschluss. Dann kommt eben das Video über das Panzermuseum Munster und wenn es gut läuft, dann auch in einigen Wochen das Video über die Schlacht am Harzhorn. Ja, und darüber hinaus werde ich noch ein paar Bausätze für euch auspacken. Der Nimrod, ja, ist er jetzt auch nicht mehr so weit weg von der Ziellinie. Und ich mache auch seit einigen Monaten schon Buchbesprechungen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ich mache das jetzt nicht mehr als Video, sondern nur als Beitrag, also in geschriebener Form. Ich mache das eben in geschriebener Form, weil das auf jeden Fall im Hinblick auf das Urheberrecht wesentlich unproblematischer ist. Wenn ich dann ein Video mache, könnte es da vielleicht rechtliche Probleme geben. Deswegen mache ich das nur in geschriebener Form mit einem Foto vom Einband darunter. Und das Ganze veröffentliche ich immer hier auf YouTube in dem Community Hub. Das Problem ist da immer nur, dass das nicht alle Abonnenten automatisch zu sehen bekommen. Warum auch immer, weiß ich nicht. Wenn ein Video veröffentlicht wird, dann sehen das alle, aber wenn ich einen Beitrag einstelle, der nur geschrieben ist, dann sehen das nicht alle. Warum auch immer. Muss man nicht verstehen. Auf jeden Fall ist es so, wenn euch Buchbesprechungen interessieren, dann
schaut da öfter mal drauf auf meine Community-Seite hier auf YouTube und dann könnt ihr ja sehen, was ich da so poste, abgesehen eben von den Videos. Gut, das war's auch schon wieder für dieses Update. Ich hoffe, ihr fandet das Ganze interessant, unterhaltsam und hilfreich. Und jetzt bleibt mir nur noch über euch einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen und wir sehen uns dann wieder 2022. Euer Hamika Barkas.